Moin und hallo. Moin. Neues gebrauchtes Wohnmobil. Was ist alles dabei gewesen? Hier, was ganz Besonderes. Und warum wir heute diesen Film machen, wir fühlen uns sehr sicher auf unserer Fahrt mit unserem Wohnmobil. Warum? Wir haben hier verbaut die VB Air Suspension. Nee, VB Full Air 2C auf der Hinterachse. Genau. Was das ist, beschreiben wir euch jetzt. Das ist ein Luftfahrwerk für die Hinterachse und das ist so genial, das müssen wir euch einfach zeigen. Auf jeden Fall. Zum Schluss gibt es einen kleinen Erfahrungsbericht zu den anderen Fahrwerksveränderungen, die wir bisher gefahren sind. Bleibt dran, wird interessant. Viel Spaß dabei. Viel Spaß. Die originale Blattfederung wird durch eine Vollluftfeder ersetzt. Das heißt, Blattfedern haben wir nicht mehr. Jetzt gucken wir mal hier runter. Was man jetzt gut erkennen kann, das ist der Luftbalg, der hinten eingebaut ist. Dazu gehören diese ganzen Steuerungselemente, die man da rechts sieht. Nora hat ja schon gesagt, die klassischen Blattfedern gibt es nicht mehr. Dafür gibt es hier hinten so einen riesigen Luftbalg. Natürlich ist der auf der anderen Seite der Achse auch wiederzufinden. Und dahinter schließt sich ein Druckluftbehälter an. Das ist ein Speicher, der die Luftfeder hinten mit Luft versorgt. Vor der Achse nach vorne betrachtet, da ist ein Kasten, da ist die komplette Steuerelektronik drin. Da ist ein Kompressor drin, der die Achse hinten, die Luftfeder mit Luft versorgt. Und da sind auch die Sensoren drin. Höhensensoren. Die Sensoren, die ich angesprochen habe, sind dafür da, dass das Fahrzeug, egal wie es beladen ist, immer in Waage steht. Und das ganze System funktioniert natürlich auch während der Fahrt. Im Gegensatz zu einer nachträglich eingebauten Zusatzluftfeder auf der Hinterachse handelt es sich hierbei um ein dynamisches System, das ständig am Nivellieren und Ausgleichen ist. Bei einer Zusatzluftfeder auf der Hinterachse hast du ja kein dynamisches System. Du füllst das ja per Hand auf über den Kompressor oder du lässt die Luft ab, je nachdem wie du es haben möchtest und wie du hinten den Aufbau hoch oder runter bringen willst oder stabilisieren willst oder wie auch immer. Das musst du ja immer händisch machen. Und hier geht das alles automatisch. Zusätzlich gibt es bei dieser Anlage mehrere Funktionen, die sehr interessant sind. Ich kann manuell das Heck anheben und absenken und an dem von mir festgelegten Punkt stoppen, dann bleibt die auch so. Ich kann aber auch das Heck über die Fernbedienung, die ich euch gleich zeige, komplett absenken oder komplett anheben. Das ist wieder eine sehr interessante Option, gerade das Anheben des Hecks über den waagerechten Punkt hinaus ist eine sehr interessante Option für Fahrzeuge, die gerne auf Fähren fahren, ohne mit dem Heck aufsetzen zu wollen. Wir können das super benutzen, um den Böschungswinkel zu erhöhen, wenn es mal Berg und Tal geht, über irgendwelche Erhöhungen. Wenn wir Angst haben, wir könnten mit dem Heck aufsetzen, dann drücken wir einfach aufs Knöpfchen und fahren das Heck hoch. Wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt. So. Für die Steuerung der für die Steuerung der Luftachse hinten gibt es so ein Bedienpanel. Und jetzt schaut mal hinten auf die Achse, ich fahre den mal hoch. Das ist jetzt der oberste Anschlagspunkt. Das ist die höchste Stellung hinten bei der Hinterachse. Und jetzt machen wir genau das Gegenteil. Jetzt fahren wir den Aufbau mal hinten runter. Jetzt lässt er Luft ab. Jetzt machst du wieder Fahr. Jetzt mache ich wieder Position. auf Fahrposition. Und da ja das ein dynamisches System ist, ich finde es ganz witzig, wenn du etwas schwungvoller durch den Bus gehst und das nicht ausstellst, du kannst das ausstellen. Auch, dass sich das Ja. nicht mehr bewegt. Ja,
Das ist aber automatisch sowieso. Wenn du einen Stellplatz anfährst und der Wagen steht schräg, dann nivelliert der sich natürlich über das Heck aus. Da du den Motor ausgemacht hast, läuft dann die Anlage noch 1, 2 Minuten weiter und geht dann sowieso in den Ruhemodus. Die ist dann aus, die ist dann stromlos und das Fahrzeug bleibt in der Position stehen. Das ist jetzt nicht so, wenn du abends aufs Klo gehst, dass der auf einmal anfängt Luft abzulassen und wenn du wieder nach hinten gehst, pumpt er wieder Luft auf. Das System stellt sich natürlich ab. Ne? Das hat eine Nachlaufzeit, zum Beispiel für den Stellplatz, und dann ist das so, dann ist das deine waagerechte Position. Und du möchtest ja nicht, dass der Wagen die ganze Nacht immer den hier macht, ne? Kompressor an, aus und so weiter. Das macht er natürlich nicht. Was macht das System jetzt beim Fahren? Wodurch erreichst du denn jetzt diesen großen Sicherheitsvorteil bei einer vollluftgefederten Hinterachse? Die Verringerung der Seitenneigung, das ist ganz wichtig beim Fahren. Also die Stabilität auch. Stellt euch vor, ihr fahrt auf der Autobahn mit eurem Wohnmobil und überholt einen LKW. Das kennt ihr sicherlich alle. Ihr seid dann so auf der Höhe und fangt an, schon fast an diesem LKW vorbeizufahren. Und dann kommt dieser Luftzug. Also wir kennen das immer. Dann wirst du so ganz kurz nach links geschleudert und wieder nach rechts. Also immer dieser Sog, der da irgendwie entsteht, der ist nicht mehr so gegeben. Du fühlst dich wirklich sicher. Haben jetzt überholt. Wir kennen es von früher, wir haben auch ein bisschen stärkeren Wind. Wir überholen den LKW und dann zack, buff. Und das ist jetzt nicht mehr. Das ist fast weg. Du merkst manchmal, wenn du richtig darauf dich konzentrierst, wie hinten das Fahrzeug versucht, das auszugleichen. Ja, du hast ja einen Druckluftbehälter und Ja. der Kompressor muss noch nicht mal anspringen, weil der ist nämlich nicht Ja. so schnell. Der kann Ja. gar nicht so schnell reagieren. Ja. Und Ja. durch den Druckluftspeicher hinten wird ja sofort Luft reingedrückt in die Bälge. Ja. Und da die ja über Sensoren verfügen, die das Fahrzeug waagerecht ausrichten möchten, reagiert die Anlage natürlich Ja. gleich auf der Hinterachse. Ja. Ja. Und das ist der immense Vorteil. Ja. Zusätzlich bügelt dir natürlich eine Vollluftfeder Die Straße. jegliche Bodenwellengrade. Ja. Die merkst du gar nicht mehr. Oder ganz beliebt, ne? Diese Bodenerhöhung am Beginn In Ortschaften. von... Ja, genau. In Ortschaften. Dieses Wanken, Nachwanken Ja. hast du nicht so. Das stabilisiert sich schneller und du hast das Gefühl, du fährst fast ganz normal über diesen Huckel Genau. hinweg. Oder ich gerade jetzt auf Brücken. Ich bin ja immer nicht so gern die Brückenfahrerin und du hast diesen Seitenwind. Du hast wirklich, also ich fühle mich sicherer, auf jeden Fall sicherer. Also das ist alles so spannend für uns und wir wussten das nicht und wir haben uns das Fahrzeug angeschaut und haben gesagt, so jetzt das müssen wir ausprobieren, das ist echt der Hammer. Wir haben ja alles gefahren. Wir sind ja MLT 580 gefahren auf dem Sprinter. Wir sind 6 Meter Sprinter Kastenwagen gefahren. Wir haben im Kastenwagen eine dritte Blattfeder eingebaut, um einfach das Heck zu stabilisieren. Bei den Hymer MLTs 570, 580, die wir hatten, haben wir eine Goldschmidt-Zusatzfeder eingebaut. Alle diese Systeme sind starre Systeme und die kommen einfach an diese dynamische Aktivität der Vollluftfeder hinten nicht dran. Und wir hätten das nie im Leben gedacht. Ich hätte das Geld gar nicht ausgegeben. Ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, sowas anzuschaffen. Ja. Ich hätte nie gedacht, dass das ein dermaßener Sicherheitszuwachs ist und auch, dass der Komfortgewinn so extrem ist. Nora hat alles erzählt, Glattbügeln, Bodenwellen, die Fahrstabilität, Wankneigung heißt es ja auch so schön, ne? Die ist ja praktisch nicht mehr vorhanden. Der regelt so schnell hinten über seinen Druckluftspeicher die Befüllung oder das Entleeren, wie auch immer, welche Situation gerade erforderlich ist. Das ist so krass, das geht so dynamisch, das ist Wahnsinn. Echt Wahnsinn. Jetzt kommen bestimmt Einwände wie, ja, und dann geht der Kompressor kaputt oder ja, und der Balg geht kaputt und. Auch wenn der Kompressor defekt ist, so haben wir vorne im Motorraum haben wir Füllventile. Damit könntest du an jeder Tankstelle die Bälge auch mit Luft befüllen. Ne? Ich denke so an Kompressorschaden, JWD in Spanien oder sowas. Kannst trotzdem weiterfahren. Würde ich auch immer empfehlen, dass du separate Zusatzventile hast, um die Bälge füllen zu können. Es gibt Reparaturkits, wer da Angst hat, dass was passiert, eine Luftleitung kaputt geht unterwegs oder der kann ein Reparaturkit sich besorgen. Es gibt das System ja auch als Vollluftsystem, also für Vorderachse und Hinterachse. Ein Vollluftfahrwerk. Sehr, sehr interessant auch für Fahrzeuge wie zum Beispiel Bullis.
die können ihren Wagen nämlich dann komplett hochfahren, inklusive Vorderachse, wenn sie irgendwo auf schlechten Wegen unterwegs sind. Also das sind neue Möglichkeiten, die kannten wir überhaupt nicht, die echt krass sind. Noch eine Geschichte. Diese Sprinter haben ja ab Werk 4,1 Tonnen. Durch den Einbau hinten der Vollluftfeder auf der Hinterachse haben wir ein zulässiges Gesamtgewicht von 4,4 Tonnen. So ein kleiner, angenehmer Nebeneffekt, ne? Hinsichtlich zulässiges Gesamtgewicht erhöhen. Ich habe Berichte gelesen über diese Luftbälge. Mich hat auch die Frage interessiert, wie ist das denn mit Verschleiß? Ich hab keinen einzigen gefunden, der einen kompletten Balg getauscht hat. Ich habe gelesen, da sind Leute unterwegs gewesen auf Island, also im Norden auch viel schlechte Straßen, Steinschlag unterm Fahrzeug und so weiter, also pistenmäßig. Die sind 150.000 Kilometer gefahren und hatten keine technischen Probleme. Was man noch machen kann, VB schreibt ja, dieses System ist wartungsfrei. Du bist also nicht verpflichtet, das System warten zu lassen, so wie dein Sprinter bei Mercedes oder sowas. Was man empfehlen könnte, wenn man da ein bisschen Ängste hat, dass man alle 2 Jahre mal hinfährt in eine VB-Vertretung. Das sind ja alles zertifizierte Schrauberpartner, Werkstätten. Und dass man sich dann noch mal von denen beraten lässt, mal drüber gucken lässt, die drucken die dann ab, gucken, ob die Sensoren in Ordnung sind, ob der Druck stehen bleibt, ob die Bälge den Druck halten und die Leitung. Wer da unsicher ist, kann das natürlich machen. Grundsätzlich ist so ein System wartungsfrei. Nora, wie immer zum Schluss die Frage, was kostet denn der Spaß? Der Spaß kostet, ist nicht billig. Wir haben bei La Strada natürlich zuerst geschaut. Wir haben da erstmal gar nichts gefunden, allgemein über Sprinter. Und bei La Strada gibt es dies als Option mit einem Preis von 6.890 €. Ist ganz schön teuer. Ja, das ist die wissen komplette wir. Anlage für die Hinterachse Die komplette. inklusive Einbau. Genau. Und dann haben wir noch mal weiter gegoogelt und haben etwas über den VW Crafter und MAN gefunden. Da sind jetzt nur die Teile für 5.500 € ohne Einbau. Ja, da gibt es vielleicht auch günstigere Angebote, Ja. wie auch immer. La Strada ist ja eh eine Preisliste. Das sind die Daten, die wir so gefunden haben. Genau. Das blendet, Nora. Ich muss so ein bisschen Herrliches über die Wetter. Brille hier durch die Lücke gucken. Du. Ich bin krass geblendet. Ja, wir berichten doch gerne hier von unserem neuen gebrauchten Wohnmobil und Neuigkeiten. Ist Ja. doch wirklich mal wieder was anderes. Und wir sind so geflasht. Wir sind richtig geflasht. Das Fahren macht Spaß. Ja, der fährt richtig scharf, der Wagen. Ja. Richtig scharf. Hätte ich nicht gedacht, dass da noch mal eine Steigerung drin ist vom Ja. Fahrwerk. Gut, der Preis. Na klar. Ihr Lieben, habt eine wunderbare Zeit Lasst es euch gut gehen. und wir sehen uns. Bis die Tage. Tschüss. Tschüssikowski. Tschüss, tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. Jetzt gucke ich vorne noch mal in den Motorraum. Ich möchte das mit den Ventilen vorne noch mal schnell zeigen. Falls dein Kompressor für das Luftfahrwerk kaputt geht, kannst du den ja auch an jeder Tankstelle im Motorraum Ja. befüllen über die Ventile. Das zeige ich jetzt noch schnell. So. Motor. Ich mache auch nur auf, ich raste den jetzt nicht ein. Guck mal, hier vorne, Nora, da kannst du manuell befüllen. Ne? Hier hast du wie die Autoventile. Da kannst du an jeder Tankstelle so einen Reifenfüller draufsetzen. Und die Air Suspension hat eine Seriennummer. Anhand dieser Seriennummer weiß auch die Firma VB Air Suspension, was du für eine Anlage drin hast, also wenn du da Teile brauchst, wie auch immer. Das ist alles schon ganz schön hohes Niveau. Ja. Und das hier ist das ist die kleine Nähmaschine. Das ist die kleine Nähmaschine, der Vierzylinder. Ne? Ja. Wir sind ja eigentlich Sechszylinder gewesen. Ja. Da ist noch viel Platz, ne? Ich hab mich total erschrocken. Ich habe ehrlich gedacht, das ist jetzt so ein Prototyp oder so. Nein, das ist der Motor. Ne? Das ist wirklich der Motor. Hier, guck mal. Das ist der Biturbo. Ne? Damit das Pferdchen nachher auch laufen kann, hat er 2 Turbolader drin. Da rechts und da links. Ne? Ja, dann. Das ist das Thema. Beim Sechszylinder macht das ja über Hubraum.
Hier macht das über Turbolader. Nora, ich breche mir gleich den Rücken. Gut. Aber das ist ein anderes Thema, mein Lieber. Hat aber Spaß gemacht. Ja, Ab dafür, bis die Tage. gut.